So, bom dia, alle miteinander. Wir haben wieder Wochenende, das heißt ein neuer Wochenendtrip. Und Theo, wo geht's hin? Hey Leute, Trommelwirbel bitte. Es geht nach Porto. Korrekt, nach Porto. Wir haben jetzt 2,5 Tage dort gebucht. Stunde 6 brauche ich hin. Also ich wohne näher an Porto. Vielleicht komme ich auch, wenn es mir so arg gut gefällt, nochmal hin. Aber in meinem nächsten Airbnb, da wollte ich auf jeden Fall nach Braga. Und ich müsste durch Porto durch. Schaue ich aber dann noch, bin ich ein bisschen spontaner. Aber Braga wollte ich eigentlich auch noch machen. Ich war ja 3,5 Tage in Lissabon. Fand ich schon knapp. Also ich hätte schon, glaube ich, einfach einen Tag noch mehr da was gemacht. Aber heißt ja nur, dass ich nochmal wiederkommen muss. Und jetzt die 2,5 Tage bin ich echt gespannt. Habe ein paar Sachen rausgesucht, die man halt so als Touri halt sehen muss, keine Ahnung. Und ja, alles ins Auto gepackt. Swifty kriegt dann auch mal in der nächsten Woche oder so mal eine Autowäsche. Ja, also sehen wir uns dann gleich im Hotel oder sonst wo. So, das ist hier das Hotel outside Porto Moco. Ein bisschen außerhalb, das heißt außerhalb, 20 Minuten mit der Bahn, dann warst du wirklich in dieser Altstadt, im Altstadtzentrum von Porto, was ganz entspannt war. Süßes Hotel halt auch, vor allem so Coworking Space gewesen, wie so ein Ruheraum. Kosten waren 237 € für die 3 Nächte, auch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt keine Fotos vom Hotelzimmer gemacht, das war jetzt einfach hier so ein Standard-Doppelzimmer mit Bad und fertig. Also, ja. Es gibt auch einen Frühstücksraum. Ich habe jetzt ohne Frühstück gebucht, weil ich ja immer irgendwo essen gehe. Gab noch eine Terrasse, einen Pool. Also wirklich hast du halt alles gehabt. Hier habe ich noch ein bisschen abends gearbeitet. War halt auch wirklich entspannt, war keiner da. Und ich fand das ganz witzig mit diesen Steckdosen, dass die so einfach unten im Boden verankert waren. Und es gibt noch die Möglichkeit, Tiefgarage, braucht ihr ja nicht reservieren, ist alles da. Bisschen teurer, aber lohnt sich. Wieder zum Weg zum ersten Frühstücksspot und dann noch ein bisschen hier die Atmosphäre mitgenommen. Der Frühstücksspot war wirklich sehr, sehr mega lecker. Ihr müsst ein bisschen Wartezeit mitbringen. Wir waren ja an dem Freitag oder Samstag da, hat schon eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert. Und hier waren wir auch auf dem Weg zu der ersten Sehenswürdigkeit, würde ich mal sagen, fast. Also zu dieser Brücke. Genau, das ist hier der Fluss und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Wetter war natürlich auch bombastisch, haben natürlich super mitgespielt und das ist eine der Wahrzeichen, diese Ponte Dom Louis, die erste. War halt schon cool, daher zu gehen, auch dieses Konstrukt da mal so zu sehen. Ja. Ich glaube, ihr werdet jetzt sehen, ich habe das in einigen Perspektiven gefilmt. Hier gibt es auch den Portwein. Das ist ganz witzig. Das ist halt auch nur Werbung jetzt für die ganzen Schiffe gewesen. Aber jede Brennerei oder was, wie ich es jetzt sagen würde, hat da sein Boot da zur Ausstellung gestellt. Obwohl da auch die Fabriken alle standen. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle noch in Betrieb waren, aber zumindest die Fabrikhallen stehen da noch. Ja, ist natürlich auch wieder. Diesmal habe ich keine Bootstour gemacht, weil ich dachte mir, okay, das brauche ich jetzt wirklich jetzt nicht. Aber ihr könnt natürlich auch, hier seht, nonstop irgendwelche Bootstouren planen auf irgendwelchen verschiedenen Booten. Auch hier so ein kleiner Jetski. Der Jetski-Fahrer war auch wirklich wild. Der ist da durchgeheizt. Ah, das war schon witzig. Und ja, hinter den Booten im Hintergrund seht ihr das Altstadtviertel von Porto. Auch an der Promenade her lohnt sich. Ganz, ganz viele kleine Cafés, kleine Bars, müsst ihr unbedingt sehen. Und das ist die Seilbahn von Porto, kostet 7 € Einzelfahrt, hin und zurück sind 10 € waren das. Bin aber nur hochgefahren, weil ich dann halt überhalb dann einfach an der Brücke oben an dieser Ponte Louis einfach dann wieder zurück ins Viertel gelaufen bin. Aber es war halt schon mal nochmal schön, seht ihr auch nochmal hin, das Altstadtviertel und dann nochmal diese ganzen Boote. War halt auch nochmal ein kleines Highlight. Auch da seht ihr, auch hier unten sind dann halt diese Fabrikgelände gewesen. Und ja, es waren jetzt auch irgendwie knapp 5 bis 6 Minuten oder so, ist man halt gefahren. Also, ja. Nö, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da nochmal die Aussicht jetzt von oben. Das ist jetzt aber auch noch von der Seilbahnstation oben. Und gleich gehe ich, glaube ich, auch über die Brücke später. Aber das sehen die halt auch nochmal. Also es ist halt einfach, wie gesagt, Porto fand ich jetzt nicht so wie jetzt Lissabon, wo du an jeder Ecke irgendwas haben kannst. Auch wahrscheinlich schon, aber jetzt in den 2,5 Tagen war ich ziemlich gemächlich unterwegs.
und habe da wirklich mich ein bisschen eher treiben lassen und zeige euch eher halt jetzt sowas. Das müsst ihr halt einfach, da müsst ihr selber nochmal hin. Genau, das war dann nochmal ein bisschen im Altstadtviertel. Und dann Abendessen gab's Rippchen und das war wirklich, also der Laden, auch der Barkeeper oder der Kellner, so cool drauf, wirklich mega witzig. Der zweite Tag hat gestartet mit einem Bagel und da könnt ihr hier euren Bagel sozusagen zusammenstellen. Richtig, richtig cool. Kaffee war auch natürlich wieder 1A. Mega lecker. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen, wie man hier auch an eine Karte kommt. Also ihr Bus- und Bahnkarten bekommt, weil ich fand in Lissabon ist ziemlich easy, ging ja einfach an den Ticketautomat und dann holt ihr das. Und hier ist es ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen umständlicher. Also ich fand das System halt auch echt nicht gut. Ich krieg da auch so eine Papierkarte, kostet irgendwie, glaube ich, 50 Cent. Und das Problem ist bei diesen Sachen hier, ihr könnt halt nur einzelne Titles, also Titel buchen oder 5. Also ihr könnt nur entweder, ich glaube, 2, 5 oder 10. Und das war halt so richtig umständlich. Und ihr müsst höllisch aufpassen beim Registrieren von der Karte. Ey, bei mir wurde auch schon zum Beispiel, da habe ich kurz zweimal anscheinend abgebucht. Also mir wurde dann zweimal abgebucht, obwohl ich halt eigentlich nur einmal dahin gehalten habe. Aber anscheinend war es anscheinend einmal zu schnell. Dann habe ich zurückgezogen und dann, ja, es war halt, ist ein bisschen ärgerlich. Ist trotzdem immer noch günstig auf jeden Fall, diese Karte zu holen. Aber ich weiß nicht, da müsste man vielleicht wirklich mal ein bisschen irgendwie reformieren oder so, weil das ist wirklich irgendwie nervig gewesen. Aber ja, dann seht ihr, genau, ich habe jetzt 5 Titel drauf. Ja, das war auch ein wunderschönes Gebäude. Also diese Kacheln, auch also ich glaube, das war zu oder wir sind nicht reingegangen, weil, ja, irgendwie war auch dann Schlange oder so, aber es war so cool. Genau, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, aber ich glaube, das waren, muss ich mal nochmal nachschauen, ähm, wie viele Kacheln das ganze Haus so besetzt war. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Seht ihr auch die ganzen Leute da irgendwie welche Fotos machen. Und natürlich musste ich auch nochmal die Pastel de Nata probieren. Das war auch eine Kette, die auch in Lissabon gab, aber da habe ich mir keins geholt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann probierst du die immer. Also sie sahen ganz gut aus und so. Teig war auch in Ordnung. Aber vom Geschmack super zimtlastig. Also ich fand die waren okay. Ja. Das ist die Kathedrale von Porto. Eintritt war nur 3 Euro und wir hatten, also du konntest richtig, richtig viel sehen und du bist halt fast in jeden Zimmer konntest du reingehen. Also es war für 3 Euro ein richtiger Schnapper. Also im Gegensatz zu den 18 Euro da in Lissabon würde ich das auf jeden Fall vorziehen. Das könnt ihr mir mal aber versprechen, weil es war auch, wie gesagt, viel mehr, ihr konntet einfach viel mehr sehen. Und auch wieder natürlich, ich finde ja auch, ich bin ja auch jetzt nicht so religiös oder so, aber ich finde diese Bauten oder diese Architektur einfach wirklich richtig, richtig toll. Und ich weiß auch, warum früher dann wirklich Leute da halt in Strömen hingegangen sind und dann da dachten, keine Ahnung, wer weiß was, wenn du halt so einen Bau vor dir siehst. Das ist einfach auch wirklich, auch wie gesagt, mit diesen blauen Fliesen, das und also wirklich, da waren überall so ganz, ganz viele Räume, wo du halt wirklich immer reingehen konntest. Da waren da irgendwelche, genau hier, irgendwelche Kammern. Und wie gesagt, das ist schon alles wirklich schon schwer beeindruckend. Auch hier der Hof, dieser kleine Innenhof ja, also müsst ihr einfach selber mal gesehen haben auch. Also da lasse ich mich auch schon gern mal berieseln von diesem ganzen Prunk. War sehr, sehr dunkel. Man durfte halt natürlich auch wieder nicht mit Blitz und so halt filmen. Und ja, das war's eigentlich schon. Also es waren die 2 Tage, die ich jetzt da in Porto verbracht habe. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Und das war's auch schon leider wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in Porto gefallen. Gerne den Kanal abonnieren und liken. Das würde uns sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.